Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie befinden sich heute wieder in der Videoreihe Unsere Hunde und in dieser möchte ich Ihnen heute die wunderschöne American Staffordshire Terrier Hündin Mila vorstellen. Ja, nun, Mila lebt mit ihrem Besitzer, Herrn Evangelos, in Brandenburg. Sie war bereits 1,5 Jahre alt, als die beiden zusammengefunden haben. Obwohl sie zuvor in liebevoller Hand gehalten wurde, stellte sich da irgendwie die Hausverwaltung quer und Mila benötigte somit ein neues Zuhause. Nun, über eine Freundin wurde Mila Herrn Evangelos angeboten. Der war zuerst nicht sicher, Mila nehmen zu können. Berufliche Einschränkungen waren der Grund dafür. Da ihm aber im Bekanntenkreis stabile Unterstützung bei der Haltung versprochen wurde, entschloss er sich dazu, den schönen Amstaff-Mädchen ein neues Zuhause bei ihm zu schenken. Ja, so war es dann auch. Doch schnell stellte er fest, dass er mit ihr doch alleine dasteht und musste völlig umplanen. Wir wissen alle, wie das ist. Single, berufstätig und Hund, schwierige Geschichte. Zuerst kümmerte er sich aber um alles Amtliche. Er meldete sie bei der Gemeinde und lud den Gutachter nach Hause ein, der ihr dann auch ein tolles Zeugnis ausgestellt hat. Jetzt ging es darum, die Falten, welche entstanden sind, weil er ja eigentlich alleine mit ihr und berufstätig ist, auszubügeln. Ja, und das begann er dann auch. Er handelte das Ganze dann so. Herr Evangelos arbeitet ausnahmslos in der Spätschicht. Um 7:30 Uhr zieht er täglich mit ihr mehrere Stunden durch den angrenzenden Wald und kommt nicht selten erst zu Mittag mit ihr heim. Um 13:30 Uhr fährt er los zur Arbeit, während Mila ausgepowert schläft. Um 17 Uhr etwa wird sie von seinem Kumpel abgeholt und ist mit diesem bis etwa 18:30 Uhr unterwegs. Ganz toller Kumpel. Um etwa 22:30 Uhr ist Herr Evangelos wieder zu Hause und wirft sich mit Mila nochmals bis etwa Mitternacht raus. Ich denke, zu kurz kommt sie nicht mal annähernd, die Mila. Ich möchte sogar behaupten, dass das vielleicht etwas zu viel ist. Aber wenn es ihr Spaß macht, ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Hunde bis zu 20 Stunden am Tag schlafen, ja, und diesen Schlaf benötigt Mila garantiert nach diesen, ja, möchte ich mal sagen, Monstermärschen, die sie fast schon hinlegt, ja, könnte es vielleicht etwas zu viel sein. Eine Sache, die man vielleicht, wenn sie etwas älter wird, ein klein wenig minimieren könnte. Denn die kommt bei Weitem nicht zu kurz bei Evangelos. Ja. Aber das ist meine Meinung und selbstverständlich kenne ich sie nicht so gut. Die kennt ihr Besitzer natürlich viel, viel besser als ich. Brauchen wir nicht drüber reden. Der wird das schon einschätzen können. Ja. Sehen wir uns Mila mal etwas näher an. Ja, sie ist ein ziemlich substanzvolles Amstaff-Mädchen, wie Sie sehen können. Also ein ziemlicher Brocken, gut bemuskelt, ziemliches Kraftpaket. Sie hat 48 cm Schulterhöhe und wirft aktuell 30 Kilo auf die Waage. Also ein ziemlich beeindruckendes Verhältnis, möchte ich sagen. Ja. Es kommt beim American Staffordshire Terrier manchmal vor, ja, dass dieser Hund ein natürliches Stehohr vorweist. Denn normalerweise zeigen sie ein Rosenohr. Sie wissen schon, dieses etwas zusammengefaltene Hängeohr. Auch bei Mila ist es so, dass sie ein natürliches Stehohr hat. Und als ich sie das erste Mal gesehen habe, als Evangelos mich angeschrieben hat, mir Info zu ihr gegeben hat, habe ich ihn gleich gefragt, ob sie kopiert sei. Denn wenn das der Fall wäre, ja, dann war dieser Täter nicht unbedingt ein Künstler. Er sagte mir aber, nein, das ist ein natürliches Stehohr. Und ich weiß, dass das bei Amstaffs, auch bei Pits, auch bei Staffordshire Bull Terriern manchmal vorkommen kann. Und ich möchte behaupten, das steht Mila ziemlich gut. Er gibt ein etwas neckisches Aussehen.
Ja, also charakterlich sehen wir so bei ihr aus. Fremden gegenüber ist sie sehr, sehr freundlich und hier ist es völlig egal, ob Mann, Frau, Kind oder alt. Sie verfügt aber über extrem ausgeprägtes Jagdverhalten, einen sehr stark ausgeprägten Jagdtrieb. Mäuse oder Maulwürfe sind überhaupt nicht sicher vor ihr, doch nicht nur die. Denn wenn sie mit ihrem Besitzer Evangelos unterwegs ist, irgendwo in Gegenden, wo größeres Wild vorkommt, auch hier muss er aufpassen auf sie, denn es ist eine ziemlich engagierte Jägerin. Ja. Bei der Begegnung mit Hunden funktioniert sie mal so, mal so. Mit kleinen Hunden kommt sie allgemein sehr gut zurecht und spielt auch gerne mit denen sanft oder ja, angepasst, wie man das Gegenüber das gerade fordert. Bei mächtigeren, größeren Hunden kann sie etwas kompliziert werden. Da kommt es häufig darauf an, wie es mit der allgemeinen Chemie aussieht. Ist bei vielen Hunden so. Ja. Dabei ist das Geschlecht des anderen Hundes völlig unwichtig. Also sie kann sich sehr wohl mit großen, starken Hündinnen vertragen, verträgt sich dafür mit größeren, stärkeren Rüden überhaupt nicht. Umgekehrt kann es auch mit Rüden total gut gehen und dann mag sie wieder die eine oder andere größere Hündin nicht. Nun, das kommt öfter bei Hunden vor. Also bewegt sich sicherlich nicht außerhalb des Normbereiches, möchte ich sagen. Ja, und wenn man das weiß, dann geht man diesbezüglich mit seinem Hund um. Und das tut Evangelos auch mit Mila. Ja. Also, er weiß das ja, und ist darauf eingestellt. Ja. Was sie auch ist, und das ist sie so wie viele andere Bullterrier-Rassen ganz typisch, eine Holzkriegerin, eine Waldroderin, ja, eine Machete auf 4 Beinen. Viele Bullterrier-Besitzer, egal ob Standard Bullterrier, Steffi, Amstaff oder Pit-Besitzer, wissen das wegen was auch immer. Stechchen, Hölzer, kleine Bäume, Äste es unseren oder ihren Hunden angetan haben. Also ja, Waldgebiete, die sich in Umgebungen befinden, wo viele Bullterrier zu Hause sind gern mal gerodet. Ich weiß, wie das ist. Ja, ja, hoffentlich sieht kein Förster zu. Auch mein Attila, mein Pit tat das. Doch bei dem war es so, dass er recht schnell, also schon mit 7 oder 8 Jahren, ein derart abgenutztes Gebiss vorgewiesen hat, wie es oftmals erst Hunde mit höherem Alter vorweisen. Also das eine oder andere zu harte Stück Holz war schuld daran. Auch ich, weil ich es zugelassen habe. Ich habe ihn Evangelos darauf hingewiesen, er sollte hier darauf Acht geben, da das nicht ganz optimal ist für die Zähne. Doch er weiß das und sieht zu, dass sich das Ganze in Grenzen hält. Aber wie gesagt, ja, auch Mila ist hier eine typische Bullterrier-Hündin, die gern mal in die Schlacht zieht gegen das eine oder andere Holz. Ja, das war Mila, meine Meinung zu dieser tollen Hündin. Ja, sie ist eine tolle Hündin, anatomisch schön, charakterlich schön. Ja, es ist bei ihr und also beim Beispiel Mila, beim Zusammenleben Mila mit Evangelos, schön zu sehen, welch Organisationstalent das man sein muss, wenn man als Single-Mensch, berufstätiger, alleinstehender Mensch einen Hund hält. Ja, muss man schon organisieren können. Also man ist hier oftmals angewiesen auf Verwandte oder Bekannte. Da, speziell wenn man ja, 12-Stunden-Schichten hat, die Haltung schon ziemlich kompliziert werden kann und nicht als optimale für den Hund darzustellen ist ganz klar. Ja. Aber Evangelos hat das perfekt im Griff und ich möchte schon fast behaupten, dass sie zu viel auf ihre Kosten kommt. Ja, aber solange sie keine übermäßigen Ermüdungserscheinungen zeigt oder, weiß ich nicht, Abnützungserscheinungen, Evangelos wird das schon richtig beobachten, ja, dann geht das schon. Aber ich würde da aufpassen, 4 Stunden vormittags und dann vielleicht noch 1,5 Stunden nachmittags und dann noch eine halbe Stunde spätnachts, das kann schon etwas heftig sein für einen Hund, speziell dann, wenn er in die Jahre kommt. Aber nochmal, ich wiederhole mich zum 3. Mal, solange sie gefällt, solange sie dann nicht irgendwie Ermüdungserscheinungen oder Lustlosigkeit zeigt dann, und es auch Herrn Evangelos nicht zu viel wird, ja, denn auch der wird mal älter werden und jeden Tag da in der Früh gleich 4 Stunden Gas geben, Vollgas geben mit dem Hund, das geht auf die Substanz. Ich weiß das, bei mir ist es weit weniger und ich spüre es schon. Ja gut, ich bin keine 25 mehr, aber auch da hätte ich es irgendwann mal dann gespürt. Nach, ja, weiß ich nicht,
2, 3, 4 Jahren. Ja, okay, gut, nochmal zurück. Eine tolle Hündin, eine optisch sehr schöne Hündin, charakterlich wunderschöne Hündin. Evangelos, ich wünsche dir noch viele, viele schöne Jahre mit diesem Top-Mädchen. Und ja, auch du gehörst als Besitzer mit solch einem kurzhaarigen Kraftpaket, welches gleich im ersten Augenblick als Bull Terrier zu erkennen ist, zur Elite der Leute, die sich schon das eine oder andere Mal anhören müssen. Das ist ja ein Kampfhund dazu. Das weiß ich, aber ja, da müssen wir drüber hinwegblicken. Leider gibt es viele Menschen, die da schnell mal von unberechenbaren Kampfmaschinen schreiben oder sprechen. Ja, was soll man dazu sagen? Am besten gar nichts. Nochmal, ich wünsche dir noch viele schöne Jahre mit Milla und sende dir liebe Grüße nach Brandenburg. Liebe Zuseher, ich möchte auch Sie herzlichst dazu einladen, mir Info Ihres Hundes zu senden, wenn Sie möchten. Ich stelle auch gerne Ihren Hund vor, völlig egal welche Rasse, welches Geschlecht, kastriert, nicht kastriert, Mix oder Rassehund ebenfalls, völlig egal, denn auch ich bin ein überaus stolzer Besitzer eines Mixes. Schicken Sie mir Material, wenn Sie möchten, ich stelle auch gern Ihren Hund vor. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war es schon wieder.